Hallo ihr Lieben, ich grüße euch. Heute habe ich nochmal Lust auf die Kleistertechnik und ich habe hier ein Steinpapier aufgeklebt. Das brauchen wir nicht zu grundieren. Es saugt so gut wie kein Wasser auf und deswegen wellt es sich auch nicht und man kann diese Technik sehr gut darauf machen. Hier habe ich noch ein paar Pinsel, die brauche ich gleich. Und da es um die Kleistertechnik geht, den Kleister, der ist mir leider etwas zu dick geworden. Ich kann es vielleicht mit etwas Wasser nachher noch verdünnen. Dann brauche ich hier die Spachtel, mit denen ich die Kleisterfarbe dann bearbeite gleich. Die Farben auf meiner Palette: ein preußisch Blau, Sienna gebrannt und Gelb. Und mit Gelb und Sienna grundiere ich erst einmal einen Teil der Fläche. Anschließend wird alles gut getrocknet. Natürlich könnt ihr das Ganze auch auf einem Aquarellpapier machen. Das müsst ihr allerdings vorher mit Acrylbinder versiegeln, damit diese Technik klappt. Hier gebe ich also etwas von meinem Kleister auf meine Palette und vermische es für die zweite Schicht mit beiden Farben. Diese Schicht sollte sehr dunkel sein, aber dennoch nicht so dicht aufgetragen. Ihr werdet gleich sehen, was ich damit meine. Damit ich alles leichter auftragen kann, sprühe ich etwas Wasser auf die Oberfläche. Hier seht ihr, dass die Kleisterfarbmischung zu dick ist. Ich kann sie noch nicht gut auftragen. Also versuche ich noch etwas Wasser hinzuzufügen. Ich möchte die Kleisterfarbe jetzt nicht so dicht auftragen. Ich schaue mal, dass ich auch transparente Stellen habe. Nach dem Auftragen sprühe ich nochmal einen feuchten Wassernebel darüber. Dann bleibt das Ganze lange feucht. Das ist wichtig, damit ich dort hineinkratzen kann. Ich fange jetzt einfach mal so an. Ich habe keine Idee, was daraus nachher wird. Ich werde einfach dem Prozess folgen. Das Ganze ist jetzt eine Spielerei und ich habe noch keine Idee von meinem Motiv. Ich probiere einfach aus und ihr dürft mir dabei zusehen. Natürlich kann ich einzelne Stellen auch nochmal mit der Kleisterfarbe bestreichen, damit sie dunkler werden. Und ich kann auch Partien, die mir nicht gut gefallen, einfach wieder zudecken und erneut gestalten. Hier sieht das Ganze schon ein bisschen wie ein Porträt aus. Mal sehen, wie es weitergeht.
Auch die Pinselspuren ergeben schöne Strukturen. So, das ist unser Zwischenergebnis. Das muss jetzt erstmal bis morgen trocknen, bevor ich da weitermachen kann. Es ist ganz viel Struktur drin, ganz viel Bewegung. Ich denke mal, morgen werde ich etwas davon zurücknehmen müssen. So, neuer Tag, alles ist schön trocken und als erstes werde ich das Bild jetzt ganz vorsichtig mit meinem Acrylbinder nochmal versiegeln mit einem weichen Pinsel und gehe nur einmal möglichst über jede Stelle, dann wird alles gut getrocknet und erst dann ist das Bild bereit für die weitere Ausarbeitung. Hierfür nutze ich das Siena gebrannt, gemischt mit dem Preußisch Blau und etwas Acrylbinder, um es transparenter und leichter verstreichbar zu machen. Und ich intensiviere die Schatten und grenze ein bisschen so die Formen voneinander ab. Wenn ich mehrmals über eine Stelle male, lasse ich zwischen jedem Malen immer alles gut trocknen. Um den Kontrast zwischen Form bzw. Figur Fragezeichen und Hintergrund zu erhöhen, versuche ich jetzt auch um die Form herum dunklere Farbe aufzutragen. Schließlich übermale ich fast den ganzen Hintergrund mit dieser dunklen Mischung aus Siena gebrannt und Preußisch Blau. Spätestens jetzt ist es klar, dass es ein recht seltsames Porträt ist. Der spannende Moment, das sehr blaue Band wird abgezogen, das Maskierband, und mal sehen, wie es aussieht ohne. Das war diesmal wieder ein Ausflug in den Surrealismus und ich habe das Bild zum Schluss das Mädchen ohne Perlenohrring genannt. Ich hoffe, ihr lasst euch inspirieren, wagt auch etwas Unkonventionelles, habt den Mut, einfach was auszuprobieren und dem Prozess zu folgen.
Das soll es für heute gewesen sein. Vielleicht sehen wir uns beim nächsten Video. Bis dahin. Tschüss.